Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 7, das Experiment. Hinter mir sind die Stangenbohnen, die wollen wir zusammen heute abpflücken und etwas Leckeres daraus zaubern. Der Tag startet mit einer Tasse Tee und Obst. Mittlerweile habe ich fast 2 Kilo Eicheln gesammelt. Sie werden erstmal 3 Tage gelagert, danach von der äußeren Schale befreit und hinterher im Wasser eingeweicht, so lange, bis das Wasser nicht mehr trüb ist. 2-, 3-mal vielleicht muss man das Wasser wechseln. Man kann sie in Stücke schneiden oder zu Mehl verarbeiten und danach rösten. Ich habe den ganzen Kern geröstet und jetzt versuche ich den zu raspeln. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Die Eicheln raspeln sich sehr gut und ich bin gespannt, wie das dann im Gericht schmeckt. Es sind kleine, dünne Flocken geworden. Für mein Gericht brauche ich nicht nur Eicheln, auch ein paar Kartoffeln werden jetzt ausgebuddelt. Dieser experimentelle Acker hat mich wirklich überrascht. Die Kartoffeln sind groß und es sind erstaunlich viele, trotz Trockenheit. Und was entdecke ich da? Der Spinat hat sich von alleine ausgesamt und die Pflanzen sehen sogar besser aus als extra eingepflanzten. Die freie Fläche begradige ich einfach und da die Pflanzen sich von alleine bei uns aussamen, kommt bestimmt Winterportulak oder Kerbel raus. Das kann ich dann auch ernten. Die dicke Mulchschicht schiebe ich einfach zur Seite. Heute möchte ich außerdem noch die Tomaten abpflücken, zumindest einen Teil. 2 Tomaten, ein Salatkorb und ganz viel Kapuzinerkresse. Das werde ich heute im Menü verwenden. Die Stangenbohnen pflücke ich auch so eine Handvoll. Sie hängen im Zelt innen drinne. Also krieche ich mal da rein und fange an zu pflücken. Viele sind das nicht mehr, aber für 3-4 Mahlzeiten noch reicht es. Die Kartoffeln, die Bohnen, die Kapuzinerkresse, 2 Tomaten, ein Salat. Das habe ich heute für mein Mittagessen gepflückt.
Ich erlebe gerade in der Natur eine absolute Vielfalt und möchte jeden ermutigen, rauszugehen und zu schauen, was noch zu ernten gibt. Ihr werdet wirklich überrascht sein. Heute werden die Kartoffeln nicht geschält, sondern abgerubelt. Das klappt wirklich gut mit frischen, gerade geernteten Kartoffeln und geht richtig schnell. Danach wasche ich die, schneide die großen in Stücke und koche mit Salz. Die Stampfkartoffeln forme ich zu Knödeln und die kleinen Knödeln werden dann hinterher in Eichelraspeln gewälzt. Das ist die Ernte für heute. Die Kartoffeln, die Bohnen, die Tomaten und die Kapuzinerkresse habe ich schon unterwegs aufgegessen. Die Kartoffeln knödeln mit Eichelraspeln. Dieses Gericht macht wirklich satt. Zu den Tomaten legte ich ein paar Äpfel noch dazu. Ich glaube, da reifen die Tomaten etwas schneller. Kartoffelknödeln mit Eichelnpanade. Ich hätte das noch vor 2 Wochen nicht gedacht, dass ich sowas esse und es schmeckt fantastisch. Die Bohnen habe ich ja ganz vergessen. Später gab es sie dann zum Abendessen. Interessierst du dich auch für das Thema? Schreib mir gerne in den Kommentaren, was sind denn deine Beweggründe? Ich wollte in meinem Experiment wirklich ausprobieren, wie die Selbstversorgung sich anfühlt. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniere gerne den Kanal. Für heute möchte ich mich verabschieden und sage Tschüss und auf Wiedersehen.